Moin zusammen und herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal in meiner kleinen Rancor-Höhle. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich in erster Linie eine ziemlich große Star Wars-Sammelleidenschaft, aber neben diversen anderen Franchises und ja, Filmen aus der Popkultur, gerade in den 80ern und 90ern, habe ich eben auch eine ziemlich große Leidenschaft für die Herr der Ringe Trilogie. Und da wir jetzt im Jahre 2026 das 25-jährige Jubiläum feiern, ja, dachte ich mir, eben halt, da gerade dieses gute Stück bei mir zu Hause eingetrudelt ist, machen wir das erste Video im Herr der Ringe Kosmos. Und ja, schauen wir es uns an, packen wir uns die goldene Halle doch einfach mal aus. Das, diese Statue kommt aus dem Hause Weta Workshop. Die haben bereits Anfang der 2000er angefangen, Statuen aus dem Herr der Ringe-Universum herzustellen. Das ist ja auch das Team, was letzten Endes die Spezialeffekte für die Filme gemacht haben. Und das heißt, auch die Sculptor und die Modellbauer haben entsprechend da ja, Collectibles rausgebracht. Und im Endeffekt war halt somit Weta einer der ersten Hersteller im Bereich High-End, Polystone, Filmfiguren und Statuen. Die haben sich dann mit der Firma Sideshow zusammengetan. Ist vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff. Und Sideshow hat halt dann die Vermarktung übernommen. Das ging bis ca. 2005 und dann ist man getrennte Wege gegangen. Und Sideshow Collectibles gibt es ja auch nach wie vor. Die haben letztes Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert, sind da im Bereich Statuen unterwegs und ja, Weta Workshop vermarktet seit ungefähr 2005 oder 2006 eben die Statuen, Büsten und auch hier diese Environments selbst. Ja, aber reden wir jetzt nicht lange rum. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Das Ganze kommt in einer wunderschönen Box. Hier vorne nochmal die Fotos von den Statuen und hinten entsprechend auch nochmal die Filmszene. Machen wir einfach mal auf. So. Ah, herrlich. So, alles gut verpackt und geschützt. Das kommt jetzt erstmal auf die Seite. So. Oh, die sieht schön aus. Die sieht richtig, richtig schön aus. Ich zeige das gleich alles nochmal im Detail. Gar nicht mal so leicht mit der Kamerad. So, Daumen. Und da ist das gute Stück. Wirklich sehr schön gemacht. Auch sehr schöne Details von der goldenen Halle. Auch hier mit der Treppe, wo Grima Wormtongue ja, des Hauses verwiesen worden ist. Ja, sehr schön. Schon direkt ein Highlight für dieses Jahr. Ich zeige euch gerne mal die Abmessung. Wir haben ungefähr 22 cm in der Breite, etwa 17 in der Tiefe und hoch ist das Ganze ja so knapp 9 cm. Nee, wirklich, wirklich wieder schön. Da hat sich das Warten doch absolut gelohnt.
Man kann förmlich den Soundtrack im inneren Ohr hören. Ja, diese ganze Stimmung, Edoras, Rohan, ich finde es großartig. Ich habe immer ganz tolle Bilder im Kopf dabei, diese ganze Neuseeland-Szenerie, wundervolle Landschaften. Ich muss da definitiv auch mal hinfahren. Ja, aber jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal im Detail an. So, und hier haben wir das Ganze nochmal in der Detailansicht, dass man das jetzt einmal von allen Seiten betrachten kann. Wirklich schön gemacht mit den ganzen kleinen Details, die hier zu sehen sind. Gerade auch hier diese kleinen Markierungen, diese ganzen kleinen Details, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Das Ganze, wenn ihr euch das hier mal anschaut. Tolle Arbeit, kann man einfach nichts anderes sagen. Also da hat Wetter definitiv abgeliefert. Definitiv ein sehr schönes Stück und eine absolute Bereicherung für jede Herr der Ringe-Sammlung. So, und hier steht das gute Stück nun an seinem Platz in meinem kleinen Rohan-Fach. Direkt darüber ein Miniatur-Replikenschwert von König Theoden und rechts daneben der Rohirrim-Helm von Merry. Ob ich diesen Acrylständer noch gegen was thematisch Passendes austausche, weiß ich noch nicht genau. Aber so für den Moment gefällt mir das, so wie es jetzt ist, ziemlich gut. Ja, und das war mein erstes Video, mein erstes Unboxing, mein erstes Review von dieser wirklich schönen Wetterstatue. Und ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich plane in Zukunft noch diverse andere Reviews zu machen, auch von älteren Sachen, weil ich bin ja auch schon alt, ne? Und ja, innerhalb von gut 30 Jahren des Sammelns hat sich so das eine oder andere, wie der Name schon sagt, angesammelt. Und ja, dann freue ich mich, wenn es euch gefallen hat und stay tuned. Macht's gut und habt eine gute Zeit.